Hallo. Wäre geil, wenn ich die ganze Zeit nur so mache. Die ganze Zeit. World of Trip Hop. Ich soll ein paar Fragen beantworten. Mein Name ist Martin McFly und ich mache das gerne. Ihr habt mich gefragt, seit wann machst du Musik? Ja, die Frage ist, wann ist genau der Zeitpunkt? Also mit 13 habe ich, glaube ich, angefangen, ja, die Lieder, die mir gefallen haben, mitzurappen. Mit 14 vielleicht auch ein bisschen Quatsch dann geschrieben. Und mit 15 dann vielleicht auch angefangen, Aufnahmen zu machen. Nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt. Auch wenn die erstmal grottig waren. Aber was ja meistens in der Natur der Sache liegt. Außer man ist Naturtalent, aber das war ich nicht. Welche war deine erste Lieblingsband? Dune vielleicht? Oder Charlie Lonois and Mental Theo? Im Rap-Bereich Massive Töne, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Mit dem ersten Kopfnicker-Album. Danach nicht mehr so, aber da waren sie auf jeden Fall noch ganz große Götter für mich. Kopfnicker-Album kann man sich immer noch sehr, sehr gut anhören. Was gefällt dir an Rapmusik? Also was mich damals, wo wir eben bei dieser Zeit waren, in den Bann gezogen hat, ist im Prinzip das Gleiche, was es jetzt noch tut. Ich fand viele Sachen geil, die irgendwie fantasieanregend waren für mich. Ich habe am Anfang ganz vieles nicht verstanden. Teilweise, weil ich auch die Wörter nicht richtig kannte und teilweise war es aber einfach für mich spannend, weil es meine Fantasie angeregt hat und das war cool. Was habe ich da für Zeilen noch im Kopf? Mit mehr Nostalgie als die Kalaschnikow im Geigenkoffer. Fand ich mega geil. Ich weiß überhaupt nicht, was die genau damit meinten. Andere Platte auch. Aber total fantasieanregend für mich. Fand ich cool. Ein paar Sachen fand ich auch geil, wobei ich glaube, dass die auch Quatsch sind letztendlich. Zum Beispiel die Zeile, glaube ich, von dem Kopfnicker-Album. Die Kolchose wird reich wie Spekulanten beim Waldbrand in Frankreich. Habe ich voll oft mitgerappt. Habe sie nie verstanden, bis heute nicht. Wenn sie mir jemand erklären kann, bitte. Aber ich glaube, sie ist Schwachsinn. Aber selbst wenn, finde ich nicht tragisch. Sie erfüllt ihren Zweck. Hast du aktuell Rapper, die dir besonders gefallen? Ja. Ja, ihr wollt bestimmt auch wissen, welche. Ich würde jetzt ganz gerne 3 Plus sagen. Darf ich aber nicht, weil ein guter Freund von mir Beef mit denen hat. Mit dem... Also sag ich jemand anderem. Oder lese die nächste Frage. Dein erstes Album ist ja inzwischen auch schon 5 Jahre her. Gefällt es dir noch? Ja. Gefällt mir sehr gut. Die Welt geht selten unter. Hieß es, heißt es, wird es heißen. Meine Jungs aus Wien haben es gerade auf Spotify und diese ganzen anderen Streaming-Dienste gepackt. Also wer mal reinhören will, kann das gerne tun. Finde ich immer noch geil. Ich meine aber ein bisschen Unterton zu hören. Dein letztes Album ist jetzt schon 5 Jahre her. Ich war nicht so faul die letzten Jahre. Ja? Ich habe danach die Heimscheißer-EP gemacht. Ein Heimscheißer auf Weltreise. Kann man sich umsonst runterladen auf meiner Facebook-Seite. Da gibt es irgendwo so einen Knopf, wo man draufdrücken kann. Dann kann man das runterladen. So ein Doppeltap, keine Ahnung. Findet ihr schon. Und die Provisorium-EP mit Limur danach auch noch gemacht. Auch geil. Also so faul war ich nicht. Ich verbitte mir diesen Unterton. So. Was sind deine Pläne für 2017? Ja, als erstes möchte ich Lemur auf seiner Tour begleiten. Ich komme mit nach Hamburg, Hannover, Dresden, Berlin. Wäre geil, wenn der eine oder andere kommt. Und dann freue ich mich tierisch auf neue Musik. Also von mir zu machen. Ich habe Bock, mich in Musik zu verlieren, so ein bisschen in unterschiedliche Projekte. Ich mache eine EP mit Marius, die schon ziemlich weit ist. Mache eine EP mit Schaban, die eigentlich auch schon Konturen hat, die sehr geil sind. Ja, und ansonsten weiter Quatsch machen mit Jules Rabatz, mit Lemur. Wir haben gerade voll die geile Flash-Ebene und ich habe Bock, da weiter Quatsch zu machen. Wird bestimmt gut. Ich halte euch auf dem Laufenden und suche die nächste Frage. Es gibt keine Frage mehr. So, vielen Dank. Ich soll jetzt aber noch was machen. Ich habe noch ein paar Wörter bekommen, wo ich spontan sagen soll, was mir dazu einfällt. Und ich möchte vorab sagen, wenn ich diese Wörter so sehe,
Refugees Welcome, NPD-Verbot, Donald Trump, Religion, Politik, Brexit. Ich bekomme in letzter Zeit immer wieder sehr politische Fragen. Finde ich nett, dass Leute glauben, dass ich da politisch was Spannendes zu sagen habe. Ich befürchte, wenn ihr mich als Rapper fragt, wird da nicht so viel Spannendes rauskommen. Ihr dürft mir natürlich alles fragen, was ihr wollt, aber seid bitte nicht enttäuscht. Ja, beruflich muss ich ja immer wieder schlaue Antworten geben oder noch viel besser Leute dazu anregen, schlaue Antworten zu geben. Und jetzt, sobald ich eine Hip-Hop-Mütze anhabe, fällt mir das nicht mehr ein. Nicht weinen, ja? Also, erstes Wort, Refugees Welcome. Ja. Zweitens, NPD-Verbot. Eine ganz schwierige Frage. Voll das politische Dilemma. Und dazu fällt mir eigentlich ein Dilemma. Ich mag Wörter, also deutsche Nomen, die mit der, die oder das beginnen. Ja, weil die haben ja selber noch einen Artikel, der, die oder das heißt. Und dann gibt es so Doppelartikel. Das Dilemma. Das Lemma. Nee, aber ich meine, theoretisch könnte sie auch die Dilemma heißen. Ja, das finde ich gut. Mag ich sowas. Donald Trump. Ja, der Grund, warum ich meine Mütze trage. Es nervt, dass ich dauernd nach Autogrammen angesprochen werde. Lieblingsessen. Piroggen. Religion. Ja, da hatte ich es eigentlich wie mein Vater. Wenn ich dem Göttlichen und dem Universum näher kommen will, dann gehe ich in den Wald. Ja, ich glaube, das ist am besten. Kirchen sind auch hübsch, Moscheen. Alles auch hübsch, ja, aber am liebsten treibt es mich in den Wald. Tod. Manchmal werde ich gefragt, ob Tod mit D oder T geschrieben wird. Es wird immer mit T geschrieben. Wie soll das nicht mit T geschrieben werden? Nämlich wird ja auch immer mit H geschrieben. Schreibt das mal ohne H. Sieht kacke aus. So, Politik, was fällt mir ein? Lemur bringt sein Album raus. Die Rache der Tiere. Sehr geiles Ding. Check das mal aus. Wirklich. Deutschland. Denke ich an Deutschland, denke ich an eine Sendung vom Deutschlandfunk namens Denke ich an Deutschland. Da werden so Prominente befragt zu ihren Assoziationen zu Deutschland. Da läuft immer so leise Klaviermusik und die sagen dann Sachen wie Blumenkohl, Kugelschreiber in Lederummantelung, mit Speckmantel und sagen da schöne Sachen. Das ist eine nette Sendung. So, älter werden. Die Sorgenfalte zwischen meinen Augenbrauen manifestiert sich. Kritisches Alter, zwischen 5 und 140. Eine Textzeile von mir und die Sorgenfalte zwischen meinen Augenbrauen, das ist diese hier. Und das ist tatsächlich so das erste Kennzeichen oder den ersten Punkt, wo ich so richtig gecheckt habe. Da geht's los mit dem Älterwerden. Und das Ding begleitet mich jetzt. Ja, das ist so der Maßstab. Da kann ich das beobachten. Aber nicht so schlimm. Schule. Brexit. Was fällt mir ein? Pacino, ein guter Freund von mir aus Hamburg und Rapper, hat schon lange nichts mehr veröffentlicht. Ich erwarte 2017, dass er mal wieder an den Start kommt, ja. Nicht so lange chillen, bitte was raushauen. Lampenfieber. Lampenfieber habe ich, ist da. Ja, ist auch nervig. Ich bin auch nicht so unglücklich, wenn ich die Vorgruppe bin oder wenn ich am Anfang des Abends spiele, denn umso länger kann ich den Abend genießen. Ja, nee, so anstrengend ist es nicht. Ich freue mich auch, wenn ich später spiele, ist auch nicht so schlimm. Ist nervig, aber ich will mich nicht beklagen, ja. Aber ich bin da nicht so richtig ansprechbar. Im Prinzip schon, aber ja, so eins mit dem Universum bin ich dann nicht, was ich auch nicht so ganz verstehe, weil eigentlich könnte es so einfach sein. Weil eigentlich ist eigentlich nichts dabei. Man geht dann auf die Bühne und quatscht ein bisschen rum. So, letztes Wort. Holocaust. Und dann steht immer in Klammern Shakira, Shania. Verstehe ich nicht, kenne ich nicht, müsste ich googeln. Mache ich aber nicht. Ist bestimmt wichtig. Klingt für mich jetzt nach irgendeinem Trend, den man kennen müsste, wo alle drüber diskutieren und man interessiert sich, was ich jetzt dazu denke. Denke ich nicht. Ich denke einfach nur,
ist schon spannend, weil so entstehen schon doch Hypes, ja, indem man einfach die Leute ja immer danach befragt. Natürlich, Hype, ja, alle reden drüber, aber vielleicht reden auch alle einfach nur drüber, weil man alle Leute in Interviews danach fragt, ey, hast du schon gehört davon? Und was denkst du dazu? Was denkst du dazu? Und die Leute googeln das und checken das aus, weil alle reden ja darüber, aber die reden ja nur darüber, weil ihr diese Fragen stellt. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch was total anderes. Das war's. Ich bedanke mich. Ich wackel noch, also die Mischung aus Winken und Wackeln noch ein bisschen mit den Fingern und sage Tschüss. Adios.